Ja, hallo, hier ist der Marco. Wir kennen uns wahrscheinlich nicht persönlich und dennoch habe ich für euch 122 Gesundheitstipps, die euren Alltag, euer Leben verbessern können. Ja, das meiste werdet ihr schon kennen, das ist ganz klar. Und ich habe das mal hier so runtergeschrieben, weil ich diese Dinge auch schon bei einem Gesundheitsvortrag, den ich mal gegeben habe, angewandt habe und den Leuten auch erklärt habe. Und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen und deswegen wollte ich diese 122 Gesundheitstipps, es gibt natürlich noch viel mehr, wollte ich die einfach mal in ein Video packen und ihr sollt daran gerne teilhaben. Im Übrigen sind das alles Sachen, die ich für mich persönlich auch in meinem täglichen Leben umsetze. Das sind also keine Tipps, die ich irgendwo nur abgeschrieben habe und selber gar nicht so lebe, sondern tatsächlich habe ich damit mein Leben sozusagen in den letzten Jahren völlig umgekrempelt und bin ein ganz neuer, runderneuerter Marco und das mit 56 Jahren. Das finde ich ziemlich gut und ich dachte mir so, wäre doch schade, wenn ich das jetzt nur für mich selber eingesehen und umgesetzt habe. Es wäre doch toll, wenn viele Leute davon profitieren könnten. Die Reihenfolge dieser Tipps ist übrigens willkürlich und ich glaube, da kann man auch keine vernünftige Reihenfolge jetzt hier auflisten. Ja, fangen wir ganz einfach damit an. Ich kippe immer so einen Teelöffel Apfelessig in das erste Glas Wasser, was ich morgens im Prinzip zu mir nehme. Ich glucke das so weg. Ist natürlich ein bisschen sauer. Und der letzte Schluck sollte halt Wasser ohne Apfelessig sein, weil Apfelessig ist ja eine Säure, kann die Magensäure unterstützen vor dem Frühstück, kurbelt den Stoffwechsel ein bisschen an. Aber damit die Zähne eben unter der Säure nicht leiden, spüle ich mein Wasser dann noch mal meinen Mund nochmal mit Wasser aus und spucke das dann aus, damit das also den Zahnschmelz nicht angreift. Aber zuvor habe ich mich natürlich, das ist Tipp Nummer 2, habe ich mich schön gereckt und gestreckt und einmal kurz komplett bewegt. Ja, ich habe dann 15 bis 20 Liegestützen und auch Kniebeugen gemacht, um den Körper ein bisschen in Wallung zu bringen. Ne? Das ist ganz klar. Also erstmal das Wasser trinken und dann ein paar kleine Übungen machen. Ja, später dann im Badezimmer, Tipp Nummer 3, putze ich mir die Zähne einbeinig stehend. Ja? Obere Zahnreihe stehe ich auf dem linken Bein, untere Zahnreihe stehe ich auf dem rechten Bein. Ist einfach, viel was anderes kann man auch nicht machen und die Zeit für Gesundheit nutzen. Und so hat man da vielleicht wieder 2, 3 Minuten etwas Gesundes für sich getan. Tipp Nummer 4, Brille abnehmen, wann immer es geht. Also die Brille ist ja eine Krücke für die Augen. Ich habe sie nicht gerne auf und das Problem ist ja, die Sehstärke ändert sich so ein bisschen je nach Tagesform und so weiter und nach dem, was man gegessen hat und ob man gut geschlafen hat. Und wenn man dreimal am Tag seine Sehschärfe messen würde, würden drei unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Die Brille aber kann sich darauf nicht einstellen. Und deswegen gebe ich meinen Augen immer die Möglichkeit, sich auch zu entspannen. Und gerade bei Bildschirmarbeit versuche ich dran zu denken, alle 20, 30 Minuten mal kurz irgendwo anders hinzugucken, nach draußen zu schauen, natürlich dann ohne Brille und nehme die regelmäßig ab. Also ich nehme meine Brille bestimmt am Tag 20 bis 30 Mal ab, damit die Augen sich ganz natürlich auf mittlere Entfernung und lange Entfernung auch fokussieren und entspannen können, ja, weil dieses nahe Schauen auf Bildschirme strengt die Augen übermäßig an. Jetzt muss ich es aber wieder aufsetzen, sonst kann ich das hier nicht lesen, was bei mir auf dem Laptop steht. Tipp Nummer 5: Atemübungen und Meditation zum Entspannen und der besseren Sauerstoffversorgung. Also ja, da gibt es also viele Übungen, wie man kurz einatmet und länger ausatmet. Schaut euch YouTube-Videos dazu an. Die Wim Hof Methode zum Beispiel ist richtig geil. Ich glaube, Iceman nennt sich der Holländer auch. Der hat richtig geile Atemübungen entwickelt. Also das kann eigentlich nur ein kurzer Teaser sein mit den Tipps. Ich kann leider nicht auf 122 Tipps sehr ausführlich eingehen. Außerdem habe ich jetzt hier schon 4 Minuten gelabert. Tipp Nummer 6: Kaffeekonsum auf 2 bis 3 Tassen beschränken. Also Kaffee ist natürlich in Mengen dann ungesund, man wird rappelig, ja, und das regt einen auf und man kommt vielleicht auch schlecht in den Schlaf. Und also übermäßig viel Koffein ist nicht gut. Grundsätzlich ist Kaffee aber auch nicht komplett gesundheitsschädlich, was ich so rausgefunden habe. Auch für mich nicht. Und Kaffee schmeckt mir auch. Allerdings trinke ich den Kaffee schwarz, also ohne Milch und Zucker.
genieße den puren Kaffee und die ungesunden Sachen lasse ich da weg. Also 2 bis 3 Tassen Kaffee, das wäre mein Tipp Nummer 6. Tipp Nummer 7, Barfußschuhe, war für mich ein kompletter Paradigmenwechsel von den alten Schuhen mit Absatz und Fußbett und Pronationsstütze und wie auch immer. Ich habe durch das jahrelange Tragen mit Barfußschuhen beim normalen Gehen, auch beim Laufen und beim Joggen, habe ich meine Fußmuskulatur, Beinmuskulatur, Rückenmuskulatur nachhaltig verbessert. Ich bin meine Achillessehnenbeschwerden losgeworden. Ich gebe euch den Tipp, probiert das mal aus mit Barfußschuhen. Ist ja auch ein ziemlicher Trend. Die kriegt man ja mittlerweile überall zu kaufen und auch bei Amazon und Co. Tipp Nummer 8. Jeden Tag mehrere Portionen Obst und Gemüse essen. Ja, auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt natürlich diesen Tipp, aber ich finde das schwer umzusetzen. Ja, natürlich, also wir essen sehr viel Salat. Daher habe ich schon mal eine große Portion Obst und Gemüse. Ja, und meistens versuchen wir dann morgens noch ein bisschen Obst dabei zu essen. Aber ich weiß, wie schwer das ist. Also mein Tipp Nummer 8 wäre, versucht so viel Rohkost, Obst und Gemüse in euren Speiseplan zu integrieren. Im Übrigen, das Gemüse auf der Pizza zählt da nicht unbedingt, weil wenn es aus dem Backofen rauskommt bei 250, 300 Grad, dann ist es eh komplett degeneriert und kann nichts Gutes mehr für euch tun. Wenn ihr schon mal snackt, ja, dann gesunde Snacks, wie zum Beispiel eine Handvoll Nüsse oder Trockenobst, ja. Das ist immerhin noch besser als irgendwie Gummibärchen oder Lakritze oder Kartoffelchips oder sonst was, ja. Also eine Handvoll Nüsse, am besten Walnüsse oder Erdnüsse, sind völlig unproblematisch. Tipp Nummer 11, einen festen Tages- und Nachtrhythmus euch einzurichten, inklusive des Wochenendes. Also es hilft ungemein und baut auch Stress ab, wenn ihr jeden Tag in der Woche, 7 Tage die Woche, den gleichen Schlaf- und Tagesrhythmus habt. Denkt mal drüber nach, ob man das bei euch vielleicht ungefähr mit einsetzen kann. Also steht auch am Wochenende früh auf. Das hilft tatsächlich. Tipp Nummer 12. Meine Frau und ich haben seit Jahren auf Fluoride in Zahnpasten verzichtet. Früher hatten wir sehr schmerzempfindliche Zähne, auf Hitze, auf Kälte und so weiter. Und dann haben wir viele Berichte gesehen, dass Fluoride eigentlich nicht unbedingt gut sind. Ja, ich möchte im Detail jetzt nicht drauf eingehen. Tatsache ist, wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht, auf Fluoride zu verzichten. Und wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann lasse ich mir auch nicht extra Fluorid auftragen. Ja, mir hat es gut getan, meiner Frau auch. Wir nehmen diese kleine Iona, die kleine rote, ich weiß nicht, die kostet 1,50 oder so, das ist so Zahnpasta-Konzentrat, natürlich hergestellt, fluoridfrei. Probiert es gerne mal aus. Tipp Nummer 13, sich elektrisch zu erden. Wir sind ja komplett elektrisch entkoppelt, da habe ich auch ein Video zu schon gemacht und es hilft, sich über eine Erdungsmatte, entweder die man unter der Tastatur am Bildschirm liegen hat, wo man die Handflächen auflegt, oder halt, wo man seine nackten Füße draufstellt, oder eine geerdete Fitnessmatte. Man hat viele Möglichkeiten, sich zu erden, und das kann auch einen erheblichen gesundheitlichen Vorteil haben und uns vor Elektrosmog schützen. Es gibt Personen, die da empfindlich darauf reagieren, auf Elektrosmog, und da kann man sich also durch eine Erdungsmatte wunderbar gegen schützen, gegen diese elektrischen Wellen und WLAN und alles Mögliche. Tipp Nummer 14. 3 bis 5 Stunden Stunden Sport pro Woche praktizieren. Ja, 3 bis 5 Stunden. Das hört sich viel an, ist auch für viele viel, aber der Körper kann das ohne Probleme. Also ich mache nahezu jeden Tag Sport, mindestens eine Dreiviertelstunde. Also ich gehe eine halbe Stunde joggen oder auf den Crosstrainer oder mache ein bisschen Kraftsport mit Freihanteln, mit Kettlebells, wie auch immer. Ich dehne und stretche mich auch sehr gerne. Und nachweislich ist es sehr gesund, so viel körperliche Betätigung zu unternehmen. Ist natürlich ein bisschen davon abhängig, ob man schon einen körperlich anstrengenden Beruf hat. Wenn man als Lagerist schon Kisten durch die Gegend schleppt, dann sollte man vielleicht eine Sportart wählen, die nicht genau das gleiche ist, sondern dann sollte man vielleicht schwimmen oder sonst was machen, was komplett etwas anderes ist, wie das, was man schon als körperliche Belastung täglich ausführt. Aber gerade wenn man einen Bürojob hat, dann muss man unbedingt darüber nachdenken, vielleicht Sport zu machen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer,
dauerhaft gesund zu bleiben. Regelmäßiges Dehnen und Stretchen ist Tipp Nummer 16. Man muss nicht unbedingt sich komplett warm machen, bevor man Sport macht. Also ich mache es tatsächlich auch. Ich gehe einfach morgens laufen, ohne mich warm zu machen, weil es gibt auch einige Wissenschaftler, die sagen, dass es nicht so gut tut, einen kalten Muskel zu dehnen. Ja, dass da auch ein gewisses Verletzungsrisiko mit einhergeht. Von daher, ich laufe morgens einfach los, aber davor habe ich natürlich schon meine Kniebeugen und Liegestützen gemacht, selbstverständlich. Yoga ist übrigens auch toll. Also Yoga kann als Tipp Nummer 16 dann noch mit aufgenommen werden. Tipp Nummer 17, Vitamin D3-Defizit ausgleichen. Vitamin D3 ist ja eigentlich ein Hormon, was über die Haut gebildet wird, ist an sämtlichen Organ- und Stoffwechselprozessen beteiligt. Fast alle haben einen Vitamin D3 und K2-Mangel und den kann man ganz leicht mit Nahrungsergänzungen ausgleichen. Tipp Nummer 18, Body Mass Index von unter 25 anstreben. Ich glaube, ich habe einen von 22 mittlerweile. Ich bin 1,78 Meter groß, 56 Jahre alt und wiege 68 Kilo und das schon seit Jahren. Ich kann machen, was ich will. Also bei dem Lebensalltag, den ich so habe, bewegt sich mein Gewicht vielleicht um 500 Gramm plus minus. Ich kann mein Gewicht wunderbar halten. Tipp Nummer 19. Mit einem Fitness-Tracker, der kann einen motivieren, wie zum Beispiel einer Smartwatch, sag ich mal, die 10.000 Schritte zu beobachten, ob man die einhält und diverse Sportprogramme vielleicht durchführt. Also ein Fitness-Tracker wäre mein Tipp Nummer 19. Tipp Nummer 20. Täglich mehr Zeit im Tageslicht verbringen, damit wir eben keine modernen Höhlenmenschen sind. Das Sonnenlicht ist unser Freund und nicht unser Feind, wenn wir das im Prinzip moderat nutzen und uns von der Sonne bestrahlen lassen sozusagen. Es gab eine schwedische Studie mit über 20.000 Teilnehmern, da ging ganz klar hervor, die hat man über mehrere Jahre beobachtet, dass das Sterberisiko bei den Sonnenvermeidern deutlich höher war. Die sind doppelt so oft gestorben oder schneller gestorben als die Sonnenanbeter. Also Sonnenanbeter leben in der Regel länger als die Sonnenvermeider. Tipp Nummer 21, Alkoholgenuss stark begrenzen, denn er hat viele Kalorien und ist ein Nervengift. Alkohol ist ein Nervengift. Tipp Nummer 21, Alkoholkonsum stark begrenzen. Genauso Tipp Nummer 22 ist es mit dem Nikotin. Ja, einige Krankheiten gäbe es gar nicht, wenn es Raucher nicht geben würde, wie zum Beispiel, ich glaube, Kehlkopfkrebs oder sowas. Ja. Also mit dem Rauchen aufzuhören ist Tipp Nummer 22. Tipp Nummer 23 wäre es, wie bei mir, eine vegetarische oder vegane Ernährung anzustreben. Also die meisten Menschen spüren schon nach Wochen, dass es einem deutlich besser geht, dass man leistungsfähiger ist, weniger krank ist und so weiter. Aber ich gebe zu, auch für mich war es nicht einfach, am Anfang auf Fleisch und Wurst und Käse zu verzichten. Tipp Nummer 24. Sich regelmäßig über gesunde Lebensweisen und Ernährung informieren. Das macht er ja hier. Also können wir im Prinzip Tipp Nummer 24, könnt ihr schon mal als abgehakt wegschieben, weil das tut er, indem er das Video hier anguckt. Tipp Nummer 25. Erkennen, welchen Lebenswandel besonders gesunde Personen vorleben. Ich hoffe, dass ich ein Vorbild für euch sein kann und euch einen gesunden Lebenswandel vorlebe. Ja? Tipp Nummer 26, die Kalorienzufuhr beschränken, weil die meisten Menschen, gerade in den Blue Zones auf der Welt, wo es die meisten 100-Jährigen gibt, die essen sich nur zu 80% satt. Ja? Das heißt, die belasten ihren Körper und ihren Verdauungstrakt nicht so sehr. Und wir betreiben im Gegenteil Völlerei. Junge, wenn du den Teller nicht leer isst, dann gibt es morgen schlechtes Wetter. Wer hat den Spruch damals noch nicht gehört in meiner Generation? Ja? 68er Jahrgang. Übrigens, Tipp Nummer 27, Weizenprodukte und Gluten stark reduzieren. Denn Weizen ist der pure Zucker, der wird fein gemahlen, ja, und der tut uns wirklich nicht gut. Und das gilt nicht nur für Leute, die Zöliakie, also eine Glutenunverträglichkeit haben. Weizen und Getreide zu reduzieren tut den meisten Menschen gut und ist auch gut für die Verdauung. Wenn ihr schon Schokolade esst, Tipp Nummer 28 mit mindestens 75% Kakaoanteil. Ich persönlich bevorzuge die 90%, die ist schön bitter
und hat wenig Zucker drin und keine Vollmilch und so weiter. Und ich finde die richtig geil. Gibt es in jedem Supermarkt, Penny, Aldi, Lidl, überall gibt es schöne Zartbitterschokolade mit einem hohen Kakaoanteil. Tipp Nummer 29. Süßigkeiten als körperliche Schädlinge in Anführungsstrichen betrachten. Ich weiß nicht, wie oft ich oder wie lange ich das schon tue, wenn irgendwo ein Donut liegt oder eine Waffel oder was weiß ich, ja, dann bezeichne ich das als Schädlinge. Auch Kuchen bezeichne ich als Schädling. Und weil ich so denke und das so bezeichne, fällt es mir auch viel einfacher darauf zu verzichten. Also dran denken, Süßigkeiten sind Schädlinge. Viele lachen darüber, ja, aber es gibt auch Leute in meinem Umfeld, die das tatsächlich so übernommen haben. Tipp Nummer 30, Intervallfasten. Wenn man zum Beispiel von den 24 Stunden, die ein Tag hat, alles an Nahrung zu sich nimmt innerhalb von 8 Stunden und die restlichen 16 Stunden fastet, dann kann der Körper wunderbar in die Entgiftung kommen. Der Schlaf zählt natürlich zu dem Fasten dazu. Also wenn ihr es schafft, beispielsweise zwischen 12 und 18 Uhr zu essen, oder ja, einen anderen Zeitraum nehmt, dann ist das wunderbar gut für eure Gesundheit. Ihr glaubt gar nicht, was das Fasten alles ausmachen kann. Fasten ist richtig geil. Da könnt ihr richtig entschlacken, entgiften. Der Darm wird geleert und der Körper wird in Ruhe gelassen. Ihr habt viel mehr Energie zur Verfügung zum Denken und für körperliche Arbeiten. Richtig geil. Tipp Nummer 31, Softdrinks gänzlich meiden. Ich denke mal, das ist klar, da ist viel zu viel Zucker drin und die Light-Getränke sind auch nicht immer so gut, wenn da Aspartam drin ist. Hat auch teilweise schädliche Wirkungen. Tipp Nummer 32, am besten gar kein schwarzes Wasser mit Koffein trinken. Ja, ich habe gerade gesagt, 2, 3 Tassen Kaffee sind gesund, aber schwarzes Wasser mit Koffein wäre zum Beispiel Cola. Cola schmeckt, Cola riecht an, ist aber nichts Gutes. Tipp Nummer 33. Grüne Smoothies mit dem Mixer zubereiten, denn sie enthalten wertvolle Ballaststoffe im Gegensatz zu Säften, wo ja die Ballaststoffe schon rausgefiltert sind. Also, wenn ihr die Wahl habt, macht euch lieber im Mixer ein Smoothie als einen Saft, der sehr viel Fructose enthält, aber leider keine Ballaststoffe mehr. Tipp Nummer 34. Vielleicht tretet ihr einem Fitnessclub bei und könnt Sport in der Gemeinschaft viel einfacher umsetzen als zu Hause für euch. Ja? Also, wenn ihr die Gemeinschaft und das soziale Umfeld mögt oder vielleicht an irgendwelchen Fitnesskursen teilnehmen wollt, dann meldet euch nicht nur an, sondern geht auch hin. Ja? Tipp Nummer 35. Natürlich könnt ihr auch einen großen Bluttest anfordern beim Arzt. Möglicherweise müsst ihr einen Teil dazu selber bezahlen, aber der kann natürlich dann gravierende Mangelernährung auch erkennen und auch aufdecken. Wobei, naja, also wir haben fast alle irgendwelche Mängel und garantiert wird der Bluttest nicht zu 100% positiv sein. Also das wäre sehr selten. Tipp Nummer 36. Antibiotika. Mal abgesehen davon, dass in dem Fleisch, was wir verzehren, schon Antibiotika drin ist und man eine Resistenz grundsätzlich vermeiden sollte, heißt Antibiotika gegen das Leben. Also ein Großteil von der Darmflora wird da zerstört. Manchmal geht es nicht anders, aber da muss man immer so ein bisschen lavellieren. Also ich versuche wirklich, durch den Schmerz und durch das Unwohlsein durchzugehen, anstatt leichtfertig mir Antibiotika verschreiben zu lassen oder einzuwerfen. Bitte vorsichtig sein mit Antibiotika. Tipp Nummer 37, das ist allgemein, ein gutes Selbstwertgefühl vermitteln, ja, dass man vor dem Spiegel steht und sagt, wow, ich bin eigentlich gut, wie ich bin. Ich finde mich gut, ja. Es gibt zwar ein paar Stellschrauben, ja, und ein paar Falten im Gesicht und ein paar Fettpölzerchen, die hätte ich gerne weg, aber ansonsten bin ich eigentlich ein geiler Typ. Ja, das hilft natürlich, um wirklich selbstbewusst und aufrecht durchs Leben zu gehen und nicht in Depressionen zu verfallen, ja. Jemand, der sich aufrichtet und positiv ist, der kann auch viel schwieriger traurig sein, ne? Also ein gutes Selbstwertgefühl ist wichtig für ein gutes Leben. Tipp Nummer 38. Sucht euch ein Hobby. Reserviert euch die Zeit. Macht etwas, was euch interessiert, was euch Spaß macht, wo ihr besser werden wollt, ja? Das ist ein wunderbarer Ausgleich zu einem stressigen Arbeitsalltag. Egal was das ist, ein Hobby ist gut für euch. Tipp Nummer 39. Fernsehkonsum stark reduzieren, denn er kann zur Verblödung führen.
lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich hoffe, mein Video guckt ihr nicht auf dem Fernseher und das führt ja garantiert nicht zu Verblödung. Tipp Nummer 40, 7 Stunden Schlaf einhalten. Bei manchen sind es 6 Stunden, bei manchen 8 Stunden. Probiert das für euch aus und versucht einen festen Rhythmus dafür zu finden. Tipp Nummer 41, Kokosfett ist ein super Brotaufstrich, relativ günstig, kann man auch zum Braten benutzen, ja, und kann man sich auch auf die Haut reiben, ist eine super Hautpflege auch, oder statt Labello mal einfach auf die Lippen schmieren im Winter, alles total super. Man kann es zum Ölziehen benutzen, ein Esslöffel Öl in den Mund und dann ein bisschen hin und her spülen, ist super antibakteriell. Kokosfett, ja, ist ein Universalgenie. Ich will jetzt nicht sagen Superfood, weil der Begriff schon total entwertet ist und es ist eigentlich auch kein Food zum Ernähren. Aber Kokosfett ist richtig geil. Tipp Nummer 42, wenn ihr Kosmetik- und Hautpflegeprodukte kauft im Supermarkt, da ist ja hinten immer ein Barcode drauf, nutzt mal die App CodeScan oder ähnliche Apps, dass ihr mal überprüft, was sind denn da für Inhaltsstoffe, ja? Ist das wirklich gut für mich oder sind da erbinformationsangreifende Substanzen drin? Sind da Substanzen drin, die die natürliche Hautschutzbarrierefunktion der Haut überwinden und in euren Organismus eintauchen? Also da gibt es wirklich ganz fiese Mittel und da nützt es auch nichts, dass ihr auf gute und bekannte Marken zurückgreift. Kann trotzdem schädlich sein. Tipp Nummer 43, Kuhmilch meiden, stattdessen Mandelmilch, einen Sojadrink oder Hafermilch konsumieren. Also Kuhmilch hat ja Casein, viele Wachstumshormone, ist auch zu fettig und so weiter. Schmeckt natürlich total gut, aber das Kalzium aus der Kuhmilch kommt leider nicht in unseren Knochen an. Das ist das Problem. Und in der Natur gibt es keine erwachsenen Tiere, die noch mit Milch gefüttert werden oder sogar ernährt werden. Keine Ahnung, warum wir Menschen das immer noch machen, wobei wir Zugriff auf günstigere Nahrung haben. Also Kuhmilch, als wir die weggelassen haben, gab das für uns auch einen richtigen Gesundheitsschub nach oben. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die denken, Kuhmilch wäre gesund. Tipp Nummer 44. Möglichst niedrige Temperaturen bei der Essenszubereitung verwenden. Also, gerade Braten, Backen und so weiter und Grillen, ja, sind ja Temperaturen von 200 Grad oder 300 Grad teilweise. Und es ist nachweislich so, dass das Essen an Qualität verliert, einige Nährstoffe und die wasserlöslichen Vitamine, die sind dann auf einmal weg, ja. Da wäre dann das Dünsten, Kochen oder sogar das Dörren bei 50 Grad natürlich noch viel besser. Also achtet bitte darauf, dass ihr nicht immer so hohe Temperaturen verwendet, ja, das macht das Essen eher kaputt als wirklich gesundheitlich wertvoll. Mikrowelle übrigens eingeschlossen. Tipp Nummer 45, nur ungesüßtes Müsli essen, gerne mit Haferflocken. Ja, das geht. Also nicht unbedingt Zucker irgendwo drauf, auch wenn ihr mal Erdbeeren esst. Es gibt ja diese Unart, da noch Zucker drauf zu streuen. Natürlich schmeckt das. Alles, was süß ist, schmeckt uns, ja. Aber wir können unseren Körper, unsere Zunge, unser Geschmacksempfinden auch an weniger Zucker gewöhnen. Und wenn wir dann mal wieder was Zuckerhaltiges essen, dann empfinden wir es als viel zu süß, ja. Also versucht euren Zuckerkonsum ein bisschen zu senken, das ist richtig gut. Tipp Nummer 46, Heilfasten, habe ich gerade schon gesagt. Man kann das auch mit Einläufen kombinieren. Darmtrakt einmal komplett entleeren, ist ein wunderbares Gefühl. Ich habe es mit meiner Frau mal gemacht, 8 Tage keine feste Nahrung zu uns genommen. Wow, wir schwebten auf Wolke 7. Wir wollten danach natürlich dann wieder normales essen, ja, aber wir hatten Kraft, wir waren klar, wir waren auch nicht krank. Das war ein wunderbares Gefühl. Heilfasten. Könnt ihr gerne mal drüber nachdenken. Tipp Nummer 47, Omega-3-Fettsäuren nutzen wie Leinöl oder Nüsse. Ja? Wunderbar, das wisst ihr. Wir müssen ein bestimmtes Omega-6 Omega-3-Verhältnis haben, mehr Omega-3 als Omega-6. Ja? Und die Omega-6 gesättigten Fettsäuren können ja nicht mehr viel Vitamine und Nährstoffe aufnehmen, sondern im Gegenteil, die lagern sich als Plaques in unseren Arterien ab und die setzen unsere Blutgefäße zu und sorgen für mehr Hochdruck im Blut. Ja? Bluthochdruck wollte ich sagen. Tipp Nummer 48, weniger schlechte Nachrichten lesen. Also nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, würde ein Reporter sagen. Und wenn wir den ganzen Tag nur Nachrichten konsumieren, dann kann das was mit uns machen, ja. Das macht uns vielleicht dann auch traurig und depressiv.
Den Tipp gebe ich euch auch als Tipp Nummer 48. Konsumiert nicht zu viele Nachrichten. Das meiste könnt ihr eh nicht ändern. Konzentriert euch auf euren Circle of Influence und dann könnt ihr euch auf die Dinge konzentrieren, auf die ihr wirklich Einfluss habt und nicht auf das komplette Weltgeschehen. Tipp Nummer 49, hilfsbereit sein. Ich bin in so einem Unternehmerteam, da sagen die alle, wer gibt, gewinnt. Ja? Und das ist natürlich so etwas, wer andere Menschen respektvoll bedient und behandelt, der wird auch dementsprechend meistens ebenso respektvoll und wertvoll behandelt. Tipp Nummer 50, Glasflaschen statt Plastikflaschen nutzen. Also wir haben ja immer noch dieses Problem mit diesen BPAs und dass Kunststoff-Mikroplastik an das Wasser und so weiter abgegeben kann, wenn wir es aus Plastikflaschen trinken. Würde ich nicht bevorzugen. Also nutzt lieber einen Wasserfilter mit Aktivkohlemembran oder einen Osmosefilter und füllt das in Wasserflaschen ab, die aus Glas sind und nicht aus Plastik, weil wir wissen nicht genau, was das für Auswirkungen über die Jahrzehnte hat, wenn wir viele Lebensmittel aus Plastikflaschen oder Plastikgefäßen zu uns nehmen. Tipp Nummer 51, eine Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr auf Bildschirme gucken. Kriegen wir das hin? Schwierig. Fernsehen, Handy, Tablet, was auch immer. Aber es ist nachweislich so, gerade die blauen Lichtanteile, die regen uns an, regen uns auf. Also manche gucken sogar noch Horrorfilme vorm Schlafengehen und das Gehirn arbeitet ja auch im Schlaf und wenn es dann noch diese Eindrücke verarbeitet, die wir kurz zuvor konsumiert haben, ist das nicht so gut. Also wenn es irgendwie geht, eine Stunde vor dem zu Bett gehen, nicht mehr auf Bildschirme schauen. Ja, Nummer 52 habe ich schon gesagt, nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken. Nummer 53, Fastfood auf ein Minimum reduzieren. Fastfood ist bequem, überall und sofort verfügbar. Manchmal geht es nicht ohne, sehe ich ein und es schmeckt auch in der Regel gut. Aber bitte, Leute, Fastfood ist echt übel, ja. Gehärtete Fette drin, mit hoher Temperatur zubereitet, ja, und billigste Zutaten sehr oft. Ja, was soll ich sagen? Also minimiert es auf höchstens einmal die Woche, wenn es geht, nur alle 2 Wochen mal zum Italiener zu gehen oder sonst was. Und wenn ihr dahin geht, dann könnt ihr auch einen gesunden Salat bestellen und nicht unbedingt die Lasagne oder die Calzone-Pizza. Ne? Nummer 54, Käse ist vergammelte Milch. Ist ein bisschen kurz gegriffen, also der Herstellungsprozess von Käse geht ja ein bisschen länger, der Reifeprozess und so weiter und manchmal kommen da noch Bakterien und Schimmel rein und wie auch immer. Käse schmeckt unheimlich, es gibt wunderbare Käsesorten. Hin und wieder esse ich tatsächlich ein Stück Käse, also ich bin kein hundertprozentiger Veganer, sondern ab und zu auch nur Vegetarier. Aber man sollte seinen Käsekonsum echt in Grenzen halten, weil Käse ist eben halt vergammelte Milch und Milch ist auch nicht so gut für uns. Kuhmilch. Ne? Nummer 55. Gut abgehängtes Fleisch ist zarter, weil der Verwesungsprozess schon begonnen hat. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen provokativ. Ja, aber es ist so, ne? Also wenn ihr vom Metzger gut abgehangenes Fleisch bekommen habt, dann setzt der Verwesungsprozess ja schon ein und das macht das Fleisch zarter. Tatsächlich. Denkt mal drüber nach. Das war Gesundheitstipp 55. Nummer 56. Frische Kräuter und Superfoods wachsen zum Teil am Wegesrand. Ja, man kann Gänseblümchen essen, man kann Löwenzahn essen oder Brennnessel. Ja, frischer geht's nicht wie am Wegesrand. Mache ich hin und wieder tatsächlich nicht unbedingt da, wo die ganzen Hunde hingepinkelt haben, aber ansonsten mal ein paar Löwenzahnblätter zu essen. Die sind ein bisschen bitter, aber die kann man durchaus essen. Nummer 57. Sprossen selber züchten auf der Fensterbank. So Kresse oder Mungebohnensprossen. Alfalfa-Sprossen, ja, und sowas züchten wir ganz, ganz gerne, hin und wieder mal, machen wir nicht immer. Und das sind natürlich wahre Nährstoffbomben, ja, die kann man schön auf sein Brot legen, auf das Nüsse- und Saatenbrot, ja, nicht unbedingt Weizenbrot. Und dann hat man eine richtige Nährstoffzufuhr, weil die gerade gekeimten Sprossen, ja, die haben das ganze lebendige Wachstum in sich und haben mehr Vitamine und Nährstoffe als ausgewachsene Pflanzen zum Teil. Tipp Nummer 58. Pflanzliche Nahrung wird schneller und leichter verdaut als tierische Nahrung.
Ja? Das ist einfach so. Also wenn ihr was Pflanzliches esst, dann belastet ihr den Verdauungstrakt nicht so sehr. Mal abgesehen davon, dass es euch besser tut und ich weiß nicht, ob das später noch kommt in der Liste. Ich habe die auch nicht auswendig gelernt. Aber bei Pflanzen, die haben ja viele gute Ballaststoffe. Das ist wichtig, dass die nicht im Magen aufgelöst werden, sondern erst in den Darm für ein gutes Mikrobiom sorgen. Ja? Und Fleisch hat übrigens gar keine Ballaststoffe. Ne? So, dann Tipp Nummer 59. Lebensmittel sind im Gegensatz zu Nahrungsmitteln noch lebendig. Also der Unterschied zwischen einem lebendigen Lebensmittel, also einem rohen Apfel zum Beispiel, ist der, dass der sich noch fortpflanzen kann. Der ist noch potent. Ja? Dagegen, wenn man den Apfel dann kocht oder brät oder backt, dann ist er tot und dann ist aus dem lebendigen Lebensmittel nur ein Nahrungsmittel geworden. Und deswegen unterscheide ich das sprachlich. Ne? Also alles, was aus dem Backofen kommt, kann kein Lebensmittel mehr sein. So fein müssen wir das schon unterscheiden, ihr Lieben. Tipp Nummer 60 habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt. Fleisch und Wurst enthalten keine Ballaststoffe und wir wissen ja alle, wie wichtig Ballaststoffe sind. Tipp 61. Diäten führen nur selten zu einem dauerhaften Abnehmerfolg. Wobei ich finde, wenn man seinen Lebenswandel ändert und seine Ernährung dauerhaft ändert, ja, dann sollte man das nicht in einer kurz andauernden Diät machen, wo man dann sowieso vielleicht Erfolge hat in der Diät, aber dann sagt, ich bin froh, dass die Diät zu Ende ist und dann kommt dieser Jojo-Effekt, der Körper hat sich in den Sparmodus begeben und wenn ich dann wieder anfange, in meine alten Essgewohnheiten reinzukommen, dann nehme ich halt noch mehr zu als vorher und das ist sehr, sehr unbefriedigend. Tipp 62, du bist, was du isst. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen. Wir sind immer alle das Produkt unseres Lebenswandels. Und man sieht Leuten an, ob die einen gesunden oder einen ungesunden Lebenswandel haben. Macht eure Augen auf und entscheidet euch, wie ihr sein wollt und entscheidet euch dann, wie ihr euch verhaltet und ob ihr euren eigenen Körper respektiert, den ihr ein Leben lang mit euch rumtragen müsst. Ne? Den könnt ihr ja nicht abstreifen. Tipp Nummer 63, elektromagnetische Strahlung reduzieren. Also manche haben ja wirklich auf der Nachtkonsole dann noch ihr Notebook liegen und das Handy, was geladen wird und irgendwelche smarten Assistentinnen mit WLAN und so weiter. Das ist alles Strahlung, die wir im unmittelbaren Ruheprozess nicht unbedingt gebrauchen können. Ja, das merken wir vielleicht gar nicht, aber trotzdem hat es irgendwelche Auswirkungen. Ja, man spürt es nicht, es tut nicht weh, den meisten jeweils nicht. Aber ich habe für mich weitestgehend, also mein Handy nehme ich gar nicht mit ins Schlafzimmer. Ja, und ich habe auch sonst die elektrischen Geräte reduziert. Ne? Also es ist sicherlich keine gute Idee, alle möglichen Ladegeräte dann auch noch in der Nähe von seinem Kopf irgendwie rumbrummen und rumstrahlen zu lassen. Tipp Nummer 64. Kaltes Duschen wirkt sehr gut auf das Immunsystem und auf die Blutgefäße. Also dieses Zusammenziehen, ja, bei einem kalten Wasserschwall tut uns gut und Wechselduschen ist total super. Der Pfarrer Kneipp, der hat damit damals sogar Krebspatienten erfolgreich behandelt, ja, indem der halt die Leute in dem See im Prinzip an kaltes Wasser gewöhnt hat und dann mit Wechselduschen behandelt hat sozusagen. Ne? Also, Kaltduscher sind in der Regel gesünder als Warmduscher. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber so schnell stirbt man nicht. So ein kalter Duschguss, ne? Der ist doch belebend und der erfrischt einen richtig, gerade nach dem Sport. Nummer 65. Die Sonne ist unser Lebenselixier, nicht unser Feind. Also ich habe ja gebräunte Haut, wie ihr seht. Ich verwende auch seit Jahren keine Sonnenschutzmittel mehr. Für mich ist es kein Problem, in der prallen Sonne im Sommer, ja, bei UV-Index von 8, 2, 3 Stunden in der Sonne zu liegen, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Ich habe meine Haut schrittweise an die Sonne gewöhnt, produziere dadurch genug Vitamin D3, das Hormon Vitamin D3, was über die Haut produziert wird, ja. Aber die Leute, die natürlich ganz bleiche und fahle Haut haben oder viele Sommersprossen und so weiter, die müssen natürlich aufpassen und die können vielleicht sehr, sehr langsam ihre Haut an die Sonne gewöhnen. Anfangs vielleicht mit ein bisschen Sonnenschutz noch. Seid da bitte vorsichtig. Also das kann nicht jeder gleich gut vertragen mit der Sonne, aber grundsätzlich ist die Sonne unser Freund. Ohne die Sonne könnten wir alle nicht leben. Es ist nicht nur ein Energiespender, sondern
stiftet auch Helligkeit und Vitalität. Tipp 66. Die sauren und grünen Äpfel. One apple a day keeps the doctor away. Tendenziell sind die grünen, sauren Äpfel gesünder als die süßlichen roten Züchtungen. Klar, die meisten Leute greifen zu dem Braeburn oder der Pink Lady, weil die so super schön aussieht und super schön süß schmeckt. Aber grundsätzlich sind die sauren Äpfel die zu bevorzugende Variante und ist besser für die Gesundheit. Tipp Nummer 67, Alkohol ist ein Nervengift, habe ich glaube ich schon vorab ein bisschen erzählt. Es gibt einfach keine gesunde Menge Alkohol. Jede Form von Alkohol, die man zu sich nimmt, hat Einfluss auf das Gehirn. Manches wird dann gut abgebaut, aber letztendlich schadet ihr den Gehirnzellen damit. Im Übrigen, Tipp Nummer 68, roter Traubensaft ist gesünder als Rotwein. Viele sagen ja, die Franzosen leben so lange, weil sie viel Rotwein trinken. Die trinken viel Rotwein, die leben vielleicht auch länger, aber die haben andere Lebensbedingungen und es liegt garantiert nicht am Alkohol im Rotwein, dass die lange leben. Also vielleicht lieber Traubensaft trinken als zu viel Rotwein. Also wenn ihr jeden Abend ein Glas Rotwein trinkt, dann seid ihr abhängig. Genauso wie die Leute, die jeden Abend ein Glas Bier trinken. Das ist eine Alkoholabhängigkeit und ihr werdet merken, wenn ihr damit schlagartig aufhören wollt, dann bekommt ihr Entzugserscheinungen und Sehnsüchte danach und Gelüste. Tipp 69. Geräuchertes enthält krebserregende Substanzen. Also wir lieben ja vielleicht geräucherte Sachen und haben uns an den Geschmack gewöhnt. Tatsache ist, das Räuchern wurde damals angewandt, ähnlich wie die Kohlensäure im Wasser, die man nicht nehmen sollte. Geräuchertes wurde angewandt, um Lebensmittel haltbarer zu machen, genauso wie die Kohlensäure im Wasser. Heutzutage brauchen wir das nicht. Wir haben gute hygienische Voraussetzungen, wir haben Kühlschränke und so weiter. Räuchern ist nicht nötig. Wenn wir das nur des Geschmackes wegen machen, dann muss man sagen, ja, warum sollte ich meine Lebensmittel in Abgase reinhalten? Ne? Also dieser Sinn erschließt sich mir aus heutiger Sicht nun wirklich nicht mehr. Also wenn es geht, verzichtet bitte auf Geräuchertes. Tipp Nummer 70, Rohkost statt Kochkost. Da gibt es, glaube ich, ein berühmtes Buch von dem Helmut Wandmarker. Ja, oder Gabel statt Skalpell. Gibt es auch ein tolles Buch. Die Kochkost ist so, dass die dann stärker komprimiert ist, dass sie durch die Hitzeeinwirkung weniger Ballaststoffe hat. Die Fasern werden ein bisschen beschädigt. Wasserlösliche Vitamine gehen raus und so weiter. Also ihr solltet, wenn es irgendwie geht, Rohkost einen großen Anteil in eurer Ernährung haben. Tipp Nummer 71, Brillen sind Krücken für die Augen. Ja, wer will das schon haben? Ich hasse meine Brille, die ist immer fettig, die muss ich immer putzen. Dann habe ich eine Computerbrille und eine Gleitsichtbrille für den Alltag. Ist total blöd. Ich versuche die nach und nach wegzutrainieren und durch gute Ernährung und ja, versuche ich die irgendwie mal wegzukriegen. Vielleicht gelingt es mir. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wobei mein Optiker und mein Augenarzt sagen immer, nein, alles Hokuspokus. Trotzdem, es gibt viele Leute, macht euch mal schlau, die durch Training und Ernährung tatsächlich ihre Sehkraft verbessern konnten. So, Tipp Nummer 73 hier schon, filtere dein Trinkwasser, denn die Wasserqualität wird nur im Wasserwerk gemessen. Ganz genau so ist das. Wir sagen immer, Wasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel, das stimmt. Aber wo wird es denn kontrolliert? Doch nicht am Wasserhahn bei mir in der Küche. Deswegen haben wir einen Aktivkohlemembran-Wasserfilter. Wir trinken das Wasser aus der Leitung, aber es wird vorher gefiltert. Da werden hier Schadstoffe, Viren, Medikamente, Drogenrückstände werden vorher ausgefiltert und einmal im Jahr tauschen wir diesen Filter. Tipp 74. Schütze dein Gehör, denn es regeneriert nicht. Wie oft sehe ich das auf irgendwelchen lauten Konzerten, die Leute keinen Gehörschutz haben oder Kinder zum Formel-1-Rennen ohne Gehörschutz mitgenommen werden oder Bauarbeiter auf der Baustelle mit der Flex irgendwas machen und keine Mäuse auf den Ohren haben, ja, keine Mickey-Mäuse auf den Ohren haben. Das Problem ist, das Gehör kann eben nicht regenerieren, wenn es dauerhaft geschädigt ist. Leute, die einen Knalltrauma haben und so weiter, die können da wahrscheinlich ein Lied von singen. Ja, das ist ganz, ganz schlimm, wenn man nicht mehr vernünftig hören kann. Tipp Nummer 75. Bevorzuge wasserhaltige Nahrung vor dehydrierten Nahrungsmitteln wie Backwaren. Natürlich, der Mensch besteht aus einem Großteil vom Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, da können wir drüber streiten. Aber da macht es natürlich Sinn, auch
Nahrung zu uns zu nehmen, die viel Wasser enthält, wie zum Beispiel Obst und Gemüse. Ne? Tipp Nummer 76. Körper, Geist und Seele brauchen Anspannung und Entspannung. Ja? Also wir brauchen Sachen, wo wir funktionieren, wo wir uns konzentrieren, und wir brauchen auch die Entspannung, die Meditation, den Urlaub, wo wir dann halt mal loslassen und uns Zeit für uns nehmen. Anspannung und Entspannung ist nicht nur wichtig hier beim Muskeltraining, sondern ist auch wichtig für mentale Gesundheit. Tipp Nummer 77. Esse dich nur zu 80% satt, dann lebst du länger, gibt es belastbare Studien zu. Tipp Nummer 78. Gut gekaut ist halb verdaut. Ja? Das heißt, die Verdauung beginnt ja schon im Mund, und wenn ich das ordentlich zerkleinere, dann wird es ja auch mit dem Speichel schon angelöst und so weiter, und da die Enzyme in dem Speichel sorgen dafür, bevor ich das Essen runterschlucke, dass der Verdauungsprozess schon gut angekurbelt wird. Ja? Das heißt, immer gut kauen, bevor man runterschluckt. Tipp Nummer 79. Im Übrigen, wer schöne Haut haben will, die wächst von innen. Man kann da zwar was draufschmieren, aber dann wächst ja trotzdem kranke und schrumpelige und trockene Haut mit Pickeln nach. Also besser ist es, sich gesund zu ernähren, sich ausreichend zu bewegen, und dann kriegt man auch gesunde Haut. Und wie bei mir, also schwarze Muttermale können sich auch wieder auffällen oder ganz zurückbilden. Das geht. Auch die Haut kann regenerieren, und über die Haut werden Schadstoffe ausgestoßen, und die äußern sich in Form von Flecken, Muttermalen, Pickeln, Mitessern, was auch immer. Also ich kriege tatsächlich immer Pickel, wenn ich irgendwie mal Kartoffelchips esse. Da kann ich zusehen, wie die Eiterpickel wachsen, und nach einer Woche sind die dann wieder weg, wenn ich mich gesund ernährt habe. Also deswegen das mit den Chips, ich glaube, die werde ich nur ganz, ganz selten noch essen. Vielleicht noch zum Fußball, wenn ich Fußball schaue. Tipp Nummer 80, die Antlitzdiagnose. Früher, bevor wir so großartige technische Möglichkeiten haben, haben die Ärzte im Gesicht nur angesehen, und die konnten mit jeder Falte, mit den Augenringen und dem Mundbereich und rund um ja, das Gesicht alles Mögliche erkennen und auch sagen, welche Organe möglicherweise Probleme bei dir verursachen, wo du halt vielleicht Krankheiten entwickeln könntest. Befasst euch, wenn ihr wollt, mal mit dem Thema Antlitzdiagnose. Der Fachbegriff ist Pathophysiognomik, ja, ist ein ganz spannendes Thema. Man kann eigentlich jedem Menschen im Gesicht ansehen, wie gesund oder wie krank er ist, ja, und deswegen sagen wir auch, oh, du siehst aber krank aus, oder oh, du siehst aber frisch und gesund aus, ja. Tipp 81. Guter Stuhlgang braucht kaum Klopapier. Ist kein Witz. Wenn ihr klebrigen, dunklen Stuhlgang habt, dann braucht ihr sicherlich mehr Blätter Toilettenpapier, um das klebrige Zeug abzuwischen von euren Hämorrhoiden, als wenn ihr euch gesund ernährt und einen weichen, braunen, leicht mit einem Feuchtigkeitsfilm eine bedeckte Wurst ablasst in die Kloschüssel. Also ich brauche 1 bis 2 Blättchen, und da ist kaum was Braunes dran. Tatsächlich kannte ich früher nicht. Als der alte Marco kannte es nicht, der neue Marco kennt es schon. Man sagt so, ich habe letztens einen Mediziner, der hat gesagt, man kann am Klopapierkonsum erkennen, wie gesund oder wie krank die Bevölkerung ist. Ich glaube, der hat recht, der Typ. Tipp 82. Bequemlichkeit macht uns krank. Bewegt euch, lauft Treppen, macht irgendwelche Haushaltssachen mit euren Händen, lasst euch nicht alles von Maschinen abnehmen. Die Handwerker können mal ruhig den Schraubendreher in die Hand nehmen und nicht immer nur den Akkuschrauber, ja, alles so Kleinigkeiten. Versucht links wie rechts irgendwelche Dinge zu tun und nicht nur alles mit einer Hand, ansonsten könnt ihr muskuläre Dysbalancen entwickeln und Schieflagen und wie auch immer, ne? Also alles in einem ausgleichenden Maß. Die Bequemlichkeit macht uns krank. Das war Tipp Nummer 82. Tipp Nummer 83, wir können uns nur selber ändern und nicht andere Menschen. Ja, das ist auch wahr, wir können uns nur selber ändern, und wir können unsere Reaktion frei bestimmen auf Dinge, die passieren. Ja? Ich bestimme, wer mich ärgert und wer mich nicht ärgert. Ganz einfach. Wir können uns ändern, aber wir können schlecht ein gewünschtes Verhalten auf andere Menschen drauf projizieren. Tipp Nummer 84. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das zahlt auf das Karma-Konto ein. Behandle die Menschen so, wie du behandelt werden möchtest.
Tipp Nummer 85, nimm die Treppe, nicht den Aufzug. Tipp 86, one apple a day, keeps the doctor away, reinigt auch die Zähne. Und da hatte ich vorhin gesagt, besser die grünen Äpfel nehmen. Tipp Nummer 88, habe ich ein eigenes Video zugemacht. Die einzig gesunde Schlafstellung ist auf dem Rücken ohne Kopfkissen. Genauer kann ich da jetzt nicht eingehen. Auf dem Rücken ohne Kopfkissen ist die einzig wirklich gesunde Schlafstellung. Tipp Nummer 89, leider belohnen wir uns mit den Dingen, die uns körperlichen Schaden zufügen. Fast Food, Überessen, Alkohol, Nikotin, Drogen. Wir denken, es wäre eine Belohnung, wir fühlen uns vielleicht 10 Minuten gut dabei, aber langfristig schadet es uns. Nummer 90. Sitzen ist das neue Rauchen. Wer zu viel sitzt, hat keine Durchblutung, bewegt sich nicht, ja, wer rastet, der rostet. Ja, ganz einfach gesagt. Tipp 91 ist wirklich eine gute Nachricht. Wir bestehen aus einer Zellteilung und sind alle 7 Jahre runderneuert. Das heißt, wenn wir ein neues Leben anfangen und uns grundsätzlich ändern, dann können wir Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr uns erneuern und werden frischer und können unsere biologische Uhr wirklich zurückdrehen. Hammer, das ist doch mal eine gute Nachricht mit Gesundheitstipp 91. Ne? Tipp Nummer 92 übrigens, wer es nicht wusste, auch Nasenspray kann süchtig machen. Also wirklich, Nasenspray braucht ihr nicht, wenn ihr nicht innerlich verklebt seid und nicht zu viel Weizenkonsum habt und so weiter. Dann braucht ihr kein Nasenspray, dann könnt ihr sowieso immer gut durchatmen und habt auch morgens keine verklebten Augen, die ihr kaum öffnen könnt. Ja. Also Weizenkonsum ein bisschen reduzieren und Nasenspray garantiert nicht längerfristig nehmen. Tipp Nummer 93. In der Schale von Obst und Gemüse stecken viele Nährstoffe, daher mitessen und nicht schälen. Ja? Also den ungeschälten Apfel essen, weil da sind auch noch viele Vitamine und Nährstoffe drin. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob das ein einzelner Tipp ist hier in der Liste, stellt diese gesunden Sachen in euer Blickfeld, auf dem Wohnzimmertisch, auf den Küchentisch, wo ihr das auch stehen seht und dann gerne zugreift. Sachen, die irgendwie versteckt im Kühlschrank sind oder in irgendeinem Schrank, wo eine Tür vor ist, da greift ihr auch nicht zu, das gerät in Vergessenheit, ihr wisst nie, wie viel davon gerade im Haus ist. Stellt das Obst gerne offen auf den Tisch. Tipp Nummer 94, nimm dir Zeit für dich und nicht nur für andere. Ja? Du hast einen eigenen Körper, den trägst du rum. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Was nützt euch Geld? Was nützt euch ein guter Partner? Was nützt euch ein toller Arbeitgeber, wenn ihr nicht auf euch selber achtet? Das war der Tipp Nummer 94. Tipp 95, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, alle pflanzlichen Nahrungsmittel werden basisch im Körper verstoffwechselt und nicht sauer. Tierische Produkte werden in der Regel sauer verstoffwechselt, aber für eine Gesundheit ist eine Verschiebung in den basischen Bereich absolut zu bevorzugen. Und ein basisches Bad, Tipp Nummer 96 mit Kaisernatron, hilft auch beim Entgiften. Ja, legt euch ruhig eine Stunde oder 1,5 Stunden in die Badewanne, schön Päckchen mit Kaisernatron rein und der Körper kann wunderbar entgiften. Ja, das ist kein kuscheliges Schaumbad, das ist relativ dröge, aber ihr könnt ja dann irgendwie ein schönes Buch dabei lesen oder so. Mit den hohen Temperaturen beim Kochen, Braten, Backen, da habe ich ein eigenes Video gemacht, zerstören einen großen Teil der Nährstoffe. Ne? Wie gesagt, bitte gerne niedrige Temperaturen besorgen. Tipp 98, Sorge um finanzielle Sicherheit, die dich ruhiger schlafen lässt. Also regelt eure finanziellen Dinge, falls ihr irgendwie Guthaben besitzt, versucht das ein bisschen, ja, sag ich mal, aufzuteilen, nicht alle Eier in ein Nest zu legen, wie man so schön sagt. Und legt euer Geld gut an, gebt nicht Sachen für Dinge aus, die ihr nicht braucht, macht keine unnötig hohen Kredite, die ihr lange zurückzahlen müsst, ja, nur um konsumieren zu können. Also finanzielle Sorge könnt ihr reduzieren, wenn ihr vernünftig mit Geld umgeht und vielleicht mit Tabellen arbeitet und Fixkosten und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Tipp 99, verdunkle dein Schlafzimmer und heize es nicht außer einem sehr strengen Winter. Also man hat eine höhere Erholung, ja, wenn man also sein Rollo wirklich runterlässt und sein Schlafzimmer abdunkelt, vielleicht die Tür zumacht und da gibt es einen wesentlich erholsameren Schlaf, als wenn man in einem hellen Raum schläft. Tipp Nummer 100, laufe ein paar Meter extra, es tut dir gut, 10.000 Schritte sind optimal. Also wenn ihr irgendwo mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahrt,
Vielleicht steigt ihr 2 Haltestellen früher aus, wenn ihr nicht gerade was Schweres tragen müsst. Wenn ihr mit dem Auto zu irgendeinem Kunden irgendwo hinfahrt, nehmt nicht den Parkplatz, der direkt vor der Praxis oder vor dem Ladengeschäft ist. Parkt ein bisschen weiter weg, damit ihr ein bisschen laufen dürft. Nicht laufen müsst, laufen dürft. Ja? Das ist wirklich eine gute Sache. Tipp Nummer 101. Betrachte Hausarbeit oder Autowaschen als Sport und führe die Bewegung entsprechend bewusster aus. Beispiel. Ich wasche mein Auto immer noch per Hand. Finde ich einfach besser und ich mag es, ein sauberes Auto zu haben. Aber ich nehme den Schwamm mal in die rechte Hand, mal in die linke Hand, das Trockentuch auch. Mal putze ich die Felgen mit der rechten Hand, mal putze ich die Felgen mit der linken Hand. Ich knie mich hin, ich strecke mich über die Motorhaube und so weiter und mache daraus im Prinzip eine sportliche Veranstaltung. Das Auto ist sauber, es tut mir gut. Richtig geil. Ja, die gesündeste Sportart, Tipp Nummer 103, mit dem geringsten finanziellen und zeitlichen Aufwand ist Joggen. Einfach die Turnschuhe anziehen, rausgehen, laufen. Egal ob in der Stadt oder, wenn man Glück hat, in der Natur. Ansonsten muss man ja nicht irgendwo zum Fitnessstudio hinfahren oder mit dem Auto. Laufen kann man wirklich überall. Ich weiß das, ich tue es täglich und ich laufe auch gerne auf Asphalt. Tipp 104. Jeder weiß, dass Pflanzen besser gedeihen, wenn sie gedüngt werden. Warum nimmst du keine hochwertigen Vitalstoffe zu dir? Ja klar, wir kümmern uns um unsere Pflanzen, ja, und packen da Substral drauf oder irgendwelche Pflanzendünger, Obst- und Gemüsedünger und wissen, es geht besser. Warum düngen wir uns nicht selbst mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und mit Obst und Gemüse? Wenn wir uns selber düngen, ja, was völlig normal wäre, dann geht es uns auch besser. Tipp 105. Massagen. Massagen tun zwar gut und du fühlst dich dabei positiv und du lässt aber andere Leute für dich arbeiten. Also jemand, der sportlich aktiv ist und mal rumhüpft und sich mal schüttelt und wie auch immer, der hat auch nicht diese Verspannung und braucht nicht diese Massagen. Also Massagen können gut sein, aber das sollte man vielleicht nicht dauerhaft machen, weil man lässt andere für sich arbeiten, anstatt selber aktiv zu sein. Also ich brauche keine Massagen. Ja, man kann sagen, man entspannt und Wellnessmusik und ja, alles gut, könnt ihr gerne machen, aber notwendig sind Massagen, glaube ich, nicht für die Gesundheit, sondern es ist eher so ein Wellness-Ding und ein Luxusteil, wo man sich vielleicht entspannt. Tipp 106, Augentraining ohne Brille durchführen. Natürlich, wenn ich meine Augen rolle und nah und weit fokussiere und die Augenmuskulatur ein bisschen hier trainiere, dann sollte ich das tun, ohne eine Brille aufzuhaben. So, jetzt setze ich sie wieder auf. Tipp 107, den Nachtmodus mit Blaufilter einschalten und auf dem Smartphone aktivieren, damit die blauen Strahlen eben nicht uns anregen, bevor wir zu Bett gehen. Tipp 108, Limonaden weglassen, denn Zuckerwasser hilft uns nicht. Tipp 109, den hatte ich glaube ich schon. Nüsse sind super gesunde Snacks, aber nicht mehr als eine Handvoll, weil Nüsse haben natürlich viele, viele Kalorien. Ja, da muss man echt aufpassen. Also wenn man so eine halbe Dose Erdnüsse, 100 Gramm irgendwie reinhaut, ne, dann kriegt man die Kalorien nicht mehr verdaut und dann wird das auch in Körperfett umgewandelt, ne, was uns nicht gut tut. Umgebe dich mit überwiegend positiven Menschen, die dir gleichgesonnen sind. Das ist Tipp Nummer 110. Also wenn du dich mit toxischen Menschen umgibst, die Familie mal ausgenommen, die kann man sich ja nicht aussuchen, aber Freunde, Bekannte, ja, kann man sich aussuchen. Umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun und sortiere auch aus. Das kann manchmal schmerzhaft sein, aber toxische, negative Menschen, da solltest du nicht zu viele in dein Leben lassen. Tipp 111, spazieren gehen ist gut, man ist an der frischen Luft, man bewegt sich ein wenig, aber der gesundheitliche Vorteil hält sich in Grenzen, weil man sich beim Spazieren eben körperlich nicht besonders anstrengt. Bitte denkt darüber nach, ob ihr nicht irgendeine etwas anstrengende Aktivität, eine Ertüchtigung durchführen könnt. Also spazieren gehen würde ich jetzt nicht als körperliche Ertüchtigung bezeichnen. Tipp 112, verzichtet auf Leitprodukte, denn sie können schädlicher sein als normal gesüßte Produkte. Tipp 113, rotes Fleisch gilt offiziell als krebsfördernd, also auf rotes Fleisch am besten komplett verzichten. Tipp 114, es gibt ein Beziehungskonto und Karma. Du weißt nicht, wann das Gute zu dir zurückkommt, aber wenn du andere Leute
anderen Leuten positiv gegenüberstellst und denen auch mal einen Gefallen tust und mal was gibst, vielleicht was spendest und dich irgendwo vielleicht ehrenamtlich engagierst, dann wird dieses positive Verhalten auch natürlich nach dem Gesetz der Anziehung zu dir zurückkommen. Tipp 115, man ist immer begrenzt durch seinen Kopf. Ja? Der Körper, der kann viel. Und selbst beim Sport, so schnell stirbt man nicht, wenn man sich anstrengt. Ja? Man limitiert sich durch seine Gedanken, nicht durch seinen Körper. Denkt dran, die Barriere ist immer nur im Kopf. Und vielleicht können wir da einige Dinge vielleicht mal auflösen. Ja? Genauso wie man die Beziehung eben verbessern sollte in seinem Umfeld. Tipp 116. Tipp 117, pflanzliche Lebensmittel haben kein Cholesterin und tierische Lebensmittel, nein, Nahrungsmittel habe ich gesagt, sind es keine Lebensmittel, die haben keine Ballaststoffe. Also wenn ihr Cholesterin vermeiden wollt, dann greift doch auf pflanzliche Lebensmittel zurück, die haben nämlich kein Cholesterin. Im Übrigen Tipp 118, pflanzliches Protein ist gesünder als tierisches. Ja, die Bodybuilder, die denken ein bisschen anders und sagen, woher soll ich mein Protein kriegen? Aber es gibt halt grüne Pflanzen mit Chlorophyll, ja, Brokkoli, Spinat, gerade auch Hülsenfrüchte, die haben super viel Protein. Sojaprodukte haben auch sehr viel Protein, geht bis 20 Gramm Protein pro 100 Gramm von dem Nahrungsmittel, also ähnlich wie ein gutes Steak. Ja? Also ihr bekommt schon genug Eiweiß, also an Eiweißmangel leiden die wenigsten und übernatürliches Muskelwachstum ist ja auch nicht mehr gesund. Also es hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun, sondern nur mit einem ästhetischen Empfinden, wenn man so unheimlich viel Muskeln haben möchte. 119. Frittierte Nahrungsmittel und Snacks enthalten krebserregendes Acrylamid. Ja, das ist dieser sogenannte Maillard-Effekt, glaube ich, heißt der, nach so einem Franzosen benannt. Versucht es zu vermeiden, frittierte Speisen zu viel zu euch zu nehmen, weil das ist das, was sich in euren Blutgefäßen absetzt. Tipp 120. Über einen Beruf aus, den du liebst. Weil wenn du deinen Beruf liebst, dann ist das quasi wie ein Hobby, für das du bezahlt wirst, ja. Ist doch geil, ja. Arbeite nicht nur für Geld, such dir einen Beruf, der dir wirklich Spaß macht. Tipp 121. Nutze Einkaufsmöglichkeiten, die du zu Fuß oder mit dem Rad erreichen kannst. Also ich gehe mit meiner Frau gerne nach Aldi, ist ungefähr 1 Kilometer weg, gehen wir mehrmals die Woche, machen wir einen Spaziergang und wir tragen unsere Lebensmittel nach Hause. Ja, das ist total gut. Wir sind an der frischen Luft, wir sind gemeinsam, wir nutzen das als Spaziergang. Wir könnten auch mit dem Auto fahren, ja. Müssen wir aber nicht, weil wir regelmäßig einkaufen und weil wir dann nur kleine Taschen haben zu füllen. Und wir sind in Bewegung. Ja, und Tipp Nummer 122. Viele Menschen sterben durch schwache Muskulatur. Alte Menschen, wenn die einmal gestürzt sind, irgendwie einen Oberschenkel-Halsbruch haben und so, dann erholen die sich oftmals gar nicht davon. Das heißt, eine gute Muskulatur, regelmäßiges Krafttraining und Kniebeugen schützen uns vor Stürzen und sorgen für ein längeres Leben. So, jetzt habe ich viel erzählt. Das waren tatsächlich 122 Gesundheitstipps. Ich hoffe, ihr Lieben, das war nicht zu viel, ihr konntet es aushalten. Das meiste wusstet ihr natürlich schon, aber vielleicht waren ja ein paar gute und neue Tipps für euch dabei. Würde mich freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, diskutiert gerne mit mir. Bleibt weiterhin gesund. Euer Marco. Ciao, ciao.